Hallo, herzlich willkommen, hier ist Hye-kyung. Ich bin Gründerin von The Art of Inner Freedom. Mein Job ist es, Menschen wie dir zu helfen, ihr eigenes Potenzial für sich zu nutzen, um innere Freiheit zu erlangen. Heute zeige ich dir eine ganz einfache Übung, mit der du dich innerlich ruhiger und ausgeglichener erleben kannst. Und diese wird dir auch helfen, dich zentrierter und stabiler zu fühlen. Ich finde es gerade in dieser herausfordernden Situation, in der wir uns gerade befinden, besonders wichtig, dass wir gut für uns sorgen. Dass wir uns emotional gut für uns sorgen. Ja, dass wir innerlich uns sicher fühlen mit uns und mit anderen und mit dem, was im Außen passiert. Weil diese Sicherheit ist ja offensichtlich im Außen ja nicht zu finden. Abgesehen davon, dass wir im Moment in unserer Freiheit uns eingeschränkt fühlen. Ja, wir können nicht mehr essen gehen, wann wir wollen, wie wir wollen, wohin, wo wir wollen. Ausflüge machen, ins Kino gehen, reisen. Das ist völlig neu für uns. Vor allem können wir auch nicht mehr so gewohnt unsere Kontakte zu anderen Menschen pflegen. Freunde treffen, Familie besuchen, ja auch mal kurz mit den Nachbarn plaudern. Das sind ja total wichtige Werte für uns gewesen, auch um uns verbunden zu fühlen. Alle haben sich zurückgezogen und das ist ja auch im Moment das Beste, was wir für alle, für uns auch selbst tun können. Aber es führt auch dazu, dass wir uns eingesperrt, isoliert und auch allein fühlen. Und das sieht man ja auch im Social Media. Wir sind viel mehr online, wir sind viel mehr aktiv in Social Media, damit wir in Kontakt bleiben mit anderen. Und schauen uns auch viel Nachrichten an. Wir wollen uns informieren, in Kontakt bleiben mit der Außenwelt. Aber wir tun das auch, weil wir jetzt viel, viel mehr Zeit haben. Und weil wir viel, viel mehr Zeit haben, verbringen wir auch viel mehr Zeit damit, uns in Social Media und in den Nachrichten zu vertiefen. Und das ist oftmals nicht so ganz gut. Weil wenn wir genauer hinschauen, sind wir ganz viel damit beschäftigt, uns negativ auf das zu fokussieren, was gerade geschieht. Und das macht uns sehr ängstlich und verunsichert uns. Und wir sind auch ganz viel mental im Leben anderer Menschen beschäftigt, ja. Und es ist völlig absurd. Wir sind eingesperrt, wir sind zu Hause und gleichzeitig sind wir ganz viel bei den anderen und viel weniger bei uns. Wir verbringen ganz viel Zeit, über die Geschehnisse im Außen zu grübeln und was im Außen passiert und entfernen uns immer mehr von uns selbst. Ja, das ist irgendwie so für mich, als würde mein Leben brach liegen. Es ist auf Hold, also wird angehalten und es ist überhaupt keiner da, der sich um mein Leben, um mein Wohlbefinden kümmert. Und es ist also überhaupt keine gute Idee, ja, sich immer mehr darin zu vertiefen. Besser wäre es, den Fokus so ganz bewusst auf uns wieder zu lenken. Und diese Zeit, die wir durch diese Einschränkung frei zur Verfügung haben, dafür zu benutzen, wirklich für uns zu sorgen. Ja, wir wollen ja viel Zeit immer für uns haben. Jetzt haben wir diese Chance auch, eine tiefe Verbundenheit zu uns selbst zu finden und auch zu lernen, Kontakt zu uns selbst zu bekommen und uns innerlich zu stärken, damit wir uns stabil fühlen. Darum geht es auch in dieser Übung, die wir gemeinsam gleich machen werden. Und vielleicht geht es dir auch so wie vielen von uns, dir fällt es nicht so schwer, dich auf dich selbst einzulassen, ja, einen Zugang zu deiner inneren Welt zu bekommen. Weil ja, die meisten von uns würden sich als Kopfmensch bezeichnen. Der Verstand ist sehr aktiv. Wir sind sehr viel im Gedankenstrudel. Da würde natürlich eine Meditation super helfen. Da erfahren wir den Geist ruhiger. Wir werden innerlich ausgeglichener und können klarer denken. Aber den meisten Menschen, und vielleicht gehörst du auch dazu, fällt es nicht so leicht, ruhig zu sitzen, gerade zu sitzen und mental nicht abzudriften. Also auf jeden Fall stelle ich das fest bei meinen Klienten, das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht daran gewöhnt ist, erstmal am Anfang.
Und es ist viel leichter, wenn Sie sich bewegen dürfen, wenn Sie keine bestimmten Positionen einhalten müssen und vor allem auch, wenn Sie Ihre Sinne mit einbeziehen können, um sich im Hier und Jetzt zu verankern und sich bewusst wahrzunehmen und bei sich selbst immer mehr anzukommen. Ich zeige dir jetzt eine Übung, die kannst du im Sitzen machen, im Stehen oder im Liegen. Schau, was für dich passt. Mach das so, dass es für dich bequem ist. Ja, du kannst sie auch gerne draußen machen, an der frischen Luft. Und lass dir einfach so 8 bis 12 Minuten Zeit dafür. Und schau, dass du auch irgendwo bist, wo du für dich sein kannst, völlig ungestört, wo du dich wohlfühlst. Okay, die Übung geht so, also erstmal, die besteht aus 3 Phasen. Die erste Phase ist bei dir selbst ankommen. Ja, hier nimmst du einfach, in dieser Phase nimmst du dir einfach Zeit, um mal kurz durchzuatmen, um dich zu spüren, dich wahrzunehmen und dann um sanft bei dir selbst anzukommen. Okay, lass uns beginnen. Also, du bringst dafür deine Hände zum Brustkorb und nimmst einen tiefen Atemzug und schließt mit dem Ausatmen deine Augen, ganz sanft. Und dann spüre einfach den Atem und bemerke, wie der Atem deinen Körper berührt und deinen Brustkorb bewegt. Und bemerke auch, wie die Hände mitgehen mit dem Atem durch diese Bewegungen, die sanft wie eine Welle kommt und geht. Ganz sanft und weich. Und das ist eigentlich auch schon alles in der ersten Phase. Und das machst du einfach so mit 5 bis 8 Atemzügen, bis du das Gefühl hast, du wirst ruhiger, du entspannst dich mehr. Und dann machen wir den zweiten Schritt. Ja, wir kommen jetzt in die zweite Phase. Dazu nimmst du einfach deine Hände und bewegst sie einfach mal woanders hin. Zum Beispiel ein bisschen oberhalb, vielleicht ein bisschen näher zu den Schultern. Das spielt keine Rolle. Schau, wo die Hände einfach hinziehen mögen und lass sie dort ruhen. Und dann machst du das Gleiche. Bemerke den Atem. Auch hier bemerke, wie der Atem den Körper bewegt. Da, wo du den Kontakt hast zu den Händen. Und schau mal, ob du diesen Kontaktpunkt, diese Kontaktfläche wahrnehmen kannst. Und atme dorthin. Ganz entspannt. Und dann kannst du dabei auch die Schultern entspannen, die Hände mehr ruhen lassen und den Brustkorb weich erleben. Und lass die Anstrengung einfach wegfallen mit dem Atem.
und spüre die Berührung ohne einen Aufwand, ohne eine bestimmte Konzentration. Spüre und lass die Gedanken, die vielleicht jetzt kommen und dich ablenken wollen, einfach mal weiterziehen. Und bleib beim Spüren des Atems, der Berührung. Und vielleicht nimmst du auch eine gewisse Wärme wahr. Und wenn du das getan hast, so 3 bis 5 Atemzüge, und dann löst du deine Hände und lass die einfach woanders hinziehen. Und dann verweilst du wieder hier, so auch wieder mit 3 bis 5 Atemzügen. Und diesen Wechsel machst du einfach mal so für 5 Mal, sodass du das Gefühl hast, du warst überall gewesen, in deinem Torso. Das ist die zweite Phase. Und in der dritten Phase geht es einfach darum, dass du dich in dem, was du gerade spürst, in dem, wie du dich gerade wahrnimmst, einfach auch dich verankerst. Dazu löst du deine Hände, entspannst sie, lass deine Augen weiterhin geschlossen und nimmst einfach mal wahr, was sich gerade zeigt. Im inneren Raum deines Seins, im Brustkorb und tiefer, vielleicht bei den Rippen und tiefer im Bauchraum. Überall da, wo du warst mit deinen Händen, wo du dich begleitet hast, immer mehr dich zu spüren, wahrzunehmen, bei dir anzukommen. Schau, was für Gefühle zeigen sich jetzt. Vielleicht ist es weniger Gefühle im Sinne von Traurigkeit, Freude. Vielleicht ist es mehr eine Wahrnehmung von Kribbel. Vielleicht spürst du eine Wärme oder eine Weite. Ja, sie ist ausbreiten. Erlaube dir, einfach das zu spüren, was gerade auftaucht bei dir. Mit all deinen Zellen, mit deiner Aufmerksamkeit. Und ja, wenn der Verstand versucht, es zu benennen oder wenn du gedanklich abdriften willst, dann bemerke das und lass die Gedanken einfach mal weiterziehen für jetzt. Bleibe verankert, das ist in der dritten Phase, bleibe verankert im Spüren, im Wahrnehmen deines inneren Raumes. Dann zum Schluss nimm einen tiefen Atemzug und mit dem Ausatmen streck dich durch. Öffne deinen Brustkorb, dein Brustbein geht nach vorne und nach oben auf.
Fingerspitzen strecken sich weg in die Luft. Jetzt wolltest du auch mit den Fingerspitzen die Decke berühren, ganz weit nach oben. Und schüttel dich sanft aus. Das ist schon alles. Und schau einfach, dass du nach dieser Übung so vielleicht für 3 bis 5 Minuten die Zeit mit dir selbst verbringst, in Stille, dass du dich kurz nochmal zurückziehst. Das ist auf jeden Fall eine ganz einfache Übung, ja, die dir helfen wird, so dich in deiner inneren Ruhe und Kraft zu verankern und dich entspannter und auch innerlich stabiler zu fühlen. Ich hoffe, diese Übung ist hilfreich für dich. Probier sie einfach mal aus und lass mich gerne auch in den Kommentaren wissen, was du damit entdeckt hast, nachdem du das mal für dich für 8 bis 9 oder 12 Minuten ausprobiert hast. Ja, was sind deine Erfahrungen damit? Wie hast du diese kleine Reise erlebt? Ich meine, was war besonders einfach, was war nicht so einfach? Und schreib mir auch in den Kommentaren, was du auch über dieses Video denkst. Vielleicht hast du ja auch ein Feedback für mich und stell mir auch deine Fragen. Ich beantworte sie dir gerne. Und mich würde natürlich jetzt auch zum Schluss nochmal interessieren, was ist es, was du machst? Ja? Was unternimmst du, was praktizierst du in deinem Leben, um dich innerlich stabil zu fühlen, auch zentriert zu fühlen? Es würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das mal mit mir teilst. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du ein Like hinterlässt und meinen Kanal abonnierst. Solltest du ernsthaft daran interessiert sein, noch mehr zu lernen, so einen tiefen Zugang zu dir selbst zu finden und mit mehr Selbstvertrauen und Ruhe auch so eine innere Stabilität aufzubauen, dann lade ich dich gerne ein zu einem Kennenlerngespräch mit mir. Das Gespräch ist für dich kostenlos und das führe ich online. Also wenn du Interesse daran hast, dann schau einfach mal in der Beschreibung hier unten. Da findest du mehr Informationen darüber und auch einen Link dazu. So, das war's für heute. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und danke, dass du dabei warst. Und bis wir uns wiedersehen im nächsten Video, wünsche ich dir alles Liebe.